Nächste Runde im DFB-Pokal und natürlich kein geringerer als der Rekordpokalsieger wartet hier, der FC Bayern. In der Liga haben wir hier schon mal gewonnen. Heute, denke ich, wird es eine schwerere Aufgabe. Also ich glaube nicht, dass es heute so ausgeglichen wird. Die Bayern, die wollen Rache nehmen, Revanche für die Bundesliga-Niederlage. Aber wir werden alles dagegen setzen. Das Wunder ist möglich und wer nach Berlin will, der muss halt auch die Bayern ausschalten. Sage ich jetzt einfach mal so selbstbewusst. Wir kommen ja mit einer guten Serie. So ist es nicht. Gut gespielt, viele Tore geschossen. Jetzt bin ich gespannt, wie viel uns die Bayern mitspielen lassen. Ne? Die Bayern, die werden natürlich von Beginn an hier versuchen, ich sehe es schon, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen und das Ding hier für sich frühzeitig zu entscheiden. Und wir brauchen heute so viel. Wir brauchen Matchglück, wir brauchen hier das Momentum auf unserer Seite, wir brauchen einen guten Keeper. Wir brauchen vorne eine Offensive, die möglichst jeden Ball reinmacht. Aber das ist auch alles möglich. Und im DFB-Pokal, wie gesagt, da hole ich wieder das Phrasenschwein raus. Hat seine eigenen Gesetze. Alles möglich. Und von daher werfen wir hier mal alles in die Waagschale rein. Wir sind schon vorne mit der ersten Chance. Listes Ferry. Und nochmal Ferry. Und es gibt den ersten Eckball. Für uns. Das ist ein guter Start. Wir kommen gut rein. Vielleicht nach der Ecke mal wieder erfolgreich. Chavez. Und Olise muss natürlich jetzt erstmal klären. Aber die Bayern, die werden nach wie vor hoch vorne anlaufen. Benzegir, Harry Kane, Müller, Olise, die 4 vorne. Aber birgt vielleicht auch die Gefahr, dass hinten dann ein bisschen Freiraum für uns ist. Jetzt kommt aber erstmal Jongwa. Und haut so einen raus in Minute 10. Genau, Jubel vor den Bayern-Fans, ist alles okay. Da würdest du auf jeden Fall heil wieder rauskommen. Aber was eine Granate, Jongwa. Bestätigt das, was wir in den letzten Spielen gezeigt haben. Viel Spielfreude, natürlich auch Glück, dass so ein Schuss reingeht. Wird dann noch bedrängt von Rabiot, aber aus der Entfernung, das waren sicherlich ja, 25 Meter vor Bayern, Unai Simon. Und jetzt sind die Bayern gefragt. Also, Darlin Jongwa, aus Amerika zu uns gewechselt vor einem Jahr, vor einer Saison. Backert ab nun die linke Seite und haut auch ab und zu mal sowas raus. So, jetzt bin ich gespannt, wie die Bayern reagieren. Die werden natürlich jetzt noch mehr Wut im Bauch haben. Aber das ist nicht mein Problem. Die Bayern müssen jetzt. Wir führen jetzt erstmal 1-0. Natürlich werden die Bayern noch ein paar Chancen kriegen. Ja, auch das Thema Spielglück, Momentum. Gut, aber wir führen und wir sind schon wieder vorne. Wir spielen auch mit, munter, müssen wir auch. Also hinten reinstehen geht nicht gegen die Bayern. Ja, ist auch nicht mein Spielstil, aber das müssen die Bayern jetzt auch erstmal aufholen. Wanna, Listes. Ja, Listes behauptet sich trotzdem. Ist auch sehr gut gemacht. So, nächste Chance. Poso, Wanna. Oh, nee, Wanna sollte er mitnehmen. Das klappt dann halt doch nicht, die direkten Bälle. Nicht immer. Die Bayern kommen, ihr seht, viele kurze Pässe, enge Ballführungen. Die haben mit Denzel Dumfries und Mendes eine super Verteidigungsflügelzange. Dazu mit Benzegir und Olise auch 2 in der Offensive, die richtig schnell sind. Ja, und natürlich Harry Kane. Über den braucht man, glaube ich, nicht viel sagen. Harry Kane, erster Schuss. Aber Sinamoy hält den fest. Auch wichtig, so einen Ball mal festzuhalten, dann ein ganz entspannter Spielaufbau von denen und die Bayern gehen natürlich direkt drauf. Was auch sonst. Und es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Deswegen ist da auch die Chance oder da liegen die Chancen für uns. Dann Angriffe über den Flügel, auch mal einen langen Ball hinter die Abwehr zu probieren. Aber Priorität Nummer 1 ist natürlich die Defensive. Und da stehen wir bislang richtig gut. Klar, ein bisschen Glück haben wir auch. Aber das passt doch momentan so in unsere jetzige Spielsituation und Phase und Form. Und ihr seht, wir können auch hier wieder mithalten mit den Beinen. Es sieht auch sehr, sehr gefährlich aus, aber dann natürlich die Gefahr, dass wir in so einen Gegenkonter reinlaufen. Und Mendes ist halt auch nicht einzuholen. Poso ist zwar da. Komm, beiß dich da rein. Lass dich so nicht abkochen. Müller, nächste Chance. Aus spitzen Winkel, aber da war Sinamoy da. Hat er gut gemacht. Winkel gut verkürzt. Und den Ball dahin gehalten. So, und es geht wieder nach vorne. Also es ist ein sehr, sehr schnelllebiges Spiel hier. Hier drücken beide Mannschaften aufs Gaspedal und genauso soll es doch auch sein. Ey, Bayern, Münster, Pokal-Achtelfinale. Da geht es um viel, gerade für die Bayern, aber auch für uns.
Ich will natürlich auch nach Berlin. Möglichst. Achtung, Remberg, nächste Chance. Und Dumfries gegen Jongwa. Chance lebt noch. Ferry, schneller Abschluss. Und der Pfosten. Rettet für die Bayern. Weiter, weiter, weiter. Nächste Chance, komm. Die Pressingphase, die müssen wir jetzt überstehen. Daraus müssen wir jetzt ein bisschen mehr Kapital schlagen. Schade, schade. Die Bayern kommen aber wieder. Wir haben jetzt Platz. Segir, Ben Segir kommt. Macht er alleine wahrscheinlich. Oder nimmt er noch jemanden mit? Vielleicht Müller. Oh, Achtung, Chavez mit der Grätsche. Und, ja, es gibt Eckball. Müller ist da ein bisschen spektakulär gefallen und hat sich gedreht, aber das gibt den Eckball. Das gibt den Eckball. Olise bringt den rein. Rabiot ist da. Abgefälscht. Der sah gar nicht so ungefähr oder so gefährlich aus, aber der wurde gefährlich. Weil der 10-mal abgefälscht war wieder. Nächster Eckball, Harry Kane. Kommt Jongwa vor Olise ran. Ja, nee, schade. Das hätte er nämlich auch Platz gehabt, wie über die rechte Seite. Die Bayern kommen, Goretzka. Ja, versucht natürlich vorne Harry Kane zu finden, aber das funktioniert nicht. Die Verteidigung steht. Und vielleicht jetzt nochmal eine Chance vor der Halbzeit. Wagner findet da Jongwa wieder vorne. Ja, ist abseits leider schade, aber genauso Bälle. Nur ein bisschen früher, im richtigen Moment, dann sind wir durch. Aber genau das ist auch die Idee, heute nochmal die Bayern zu schlagen. Auf die Art und Weise. Und wir gehen wahrscheinlich mit einer Führung erstmal in die Pause. Was natürlich überragend ist, ey. Schöner Seitfallzieher da nochmal. Kriegen wir nochmal eine Chance? Nee. Also 1:0 zur Pause. Es gibt hier und da vereinzelte Pfiffe für die Bayern. Die natürlich auch besser sind, ganz klar. Aber wir waren vorne da, wenn wir gebraucht wurden. Obwohl, wir haben auch mehr Schüsse. Obwohl, so viel besser sind wir gar nicht. 0,6 zu 0,3. Wir waren halt in der einen Situation, die bislang das Spiel entscheidet, da mit Jongwa nach 10 Minuten. Der hat einmal den Hammer ausgepackt aus 25 Meter und hat natürlich auch Glück, dass er reingeht. Das braucht man auch immer ein bisschen dazu. Ja, aber wir führen. Das ist die Hauptsache. Unter dem Strich, gerade im Pokal, ist das völlig egal, wie wir spielen. Ferry, wo haut er den denn raus? Oder wo holt er den denn her? Der kann ja auch so geil mit der Seite schießen. Habe ich gar nicht gewusst. Oh, jetzt kommen die Bayern. Jetzt kommt Mendes. Jetzt kommt Mendes. Jetzt sind wir aufgerückt. Achtung. Harry Kane in der Mitte. Sinamoy kommt raus. Sehr schön. Verkürzt den Winkel für Mendes. Und es geht genauso weiter, wie die erste Halbzeit aufgehört hat. Mit viel Schwung auf beiden Seiten. Chancen. Es geht hier wirklich hin und her. Jetzt sind wir vielleicht wieder dran. Gute Defensivarbeit. Auch Jongwa arbeitet mit nach hinten. Wanne auf der anderen Seite. Auch die Sechser. Ist bislang sehr, sehr gut. Das müssen wir nur weitere 40 Minuten so machen, dann sind wir weiter. Viel. So einfach ist das, ne? Einfacher gesagt als getan. Dann am Ende so, Wanne haut da mal so einen Flankenwechsel raus. Ja, eigentlich sollte der auf Jongwa. Da sollte der hin. Und wieder Platz. Und Danilo kommt dazu. Und Ferry ist wieder da. Super gemacht. Gut gehalten. Ferry. Oh, wenn er den auf Fließtisch kriegt, der war frei. Entscheidungsfindung, ne? Das ist halt auch so ein großes Thema. Jongwa ist dazwischen. Überragend gespielt. Super. Castañeda, Ferry. Das sieht richtig, richtig gut aus. Der Ball läuft sehr, sehr flüssig. Bin sehr, sehr zufrieden. Ferry. Immer wieder Ferry. Wanner. Schickt Ferry. Ja, schön gemacht. Und jetzt aus Spitzenwinkel. Ja, schade. Schade, schade. Aber ich finde es gut, dass wir Spielfreude zeigen. Wir spielen nach vorne. Jetzt kommen die Baller und Grealish rein für Ben Segir und Müller. Okay. Das sind halt auch die Bayern, die können halt auch nochmal nachlegen. Aber ihr seht, wenn man als Team hinten verteidigt, wenn man auch mal ein bisschen Glück hat und wenn man vorne ja auch einfach mit Mut spielt und auch möglichst befreit, dann seht ihr, wozu wir imstande sind. Die Bayern, Fehlpass. Kennt man so gar nicht, ist man nicht so gewohnt. Aber die müssen jetzt halt auch irgendwann, ne? Die Zeit läuft weg. Es sind nur noch 25 Minuten mit ein bisschen Nachspielzeit. Also Stand jetzt gibt es die zweite Niederlage gegen Münster und das vorzeitige Pokalaus im Achtelfinale. Aber trotzdem, du musst immer mit den Bayern rechnen. Du musst immer mit den Bayern rechnen. Gerade wenn sie so Spieler hier auf dem Platz haben. Remberg gegen Grealish. Remberg und
Ich glaube auch Poso sind jetzt gleich die ersten, die ich mal rausnehme. Aber Achtung, Bayern kommt. Über Rabiot, über Olise. Und der Ausgleich. Da ist es passiert. Du kannst halt nicht alles wegverteidigen von den Bayern und irgendwann haben sie halt die Lücke und die war halt jetzt gerade offen und Olise schlänzt den rein und Sinamoy, der kann da auch nichts machen. Schon auf der Außen, Grealish hätten wir entweder mit einem Foul stoppen müssen oder irgendwas, aber den darfst du da nie so frei durchlaufen lassen. Und dann ist es halt leider Olise. So, jetzt wechseln wir mal. Oh ja, ganz besonders Remberg, dann bringen wir mal Rogoff rein, dann Kaber für Poso und vorne muss ich halt eigentlich auch Geschwindigkeit reinbringen. Grudowski ist dafür ein Kandidat. So, neues und frisches Personal. Das, womit ich gerechnet hätte, ist also jetzt passiert. Der Ausgleich für die Bayern. Aber noch ist nichts entschieden. Die Bayern müssen auch weiterhin hinten gut stehen in der Defensive, weil wir können auch aus dem Nichts einfach auch ein zweites Tor machen. Danilo, Simon kann den nur wegschlagen. Da müssen wir jetzt eigentlich rankommen. Hopp, hopp, hopp. Da kommen wir ran und wir sind wieder im Ballbesitz. Wanner, Castaneda schön breit machen. Ja, die Bayern auch mal ein bisschen laufen lassen. Und halt auch einfach auf die Lücke warten. Oder auch mal von Weitem probieren. Wanner! Haha! Aus dem Fußgelenk. Aus dem Nichts. Das nächste Traumtor. Und Paul Wanner. Der Ball geht vorher durch den Fuß durch den rechten Fuß. Deswegen geht er wahrscheinlich auch rein. Eine sehr, sehr komische Flugkurve über Unai Simon drüber. Hier, viel zu viel Platz gelassen. Und dann nimmt er sich mal ein Herz und schlänzt den über Unai Simon drüber. 2-1. Mit schöner B-Note beim Torjubel. Und wir sind wieder in Führung. 2-1. Also das gleiche Ergebnis wie in der Liga bislang. Aber wir haben noch 15 Minuten. Jetzt wird es ein richtiger Pokalkracher, ein Pokal-Fight, würde ich mal sagen. Ich werde jetzt mal auf Defensiv stellen. Das, was ich sonst nie mache, aber ich möchte den Laden jetzt hier hinten dicht halten. Aber nur hinten reinstellen wird natürlich dann auch irgendwann nicht mehr gehen. Aber jetzt sind die Bayern gefragt. Die Bayern müssen jetzt, wir nicht. Dybala gegen Chavez wird bearbeitet. Sehr, sehr schön. Wir sind sehr wach. Defensive macht heute auch wieder einen richtig guten Job. Aber Achtung, die Fehlpässe, die dürfen wir uns natürlich nicht leisten. Jetzt kommt Kane, oh, gegen Chavez. Achtung, Kane! Und Sinamoy haut sich den Ball fast noch selber rein. Die Bayern kommen. Noch 10 Minuten mit Nachspielzeit. Das wird jetzt eine Abwehrschlacht. Das müssen wir jetzt hier überstehen. Goretzka und Castaneda erstmal. Geht nach vorne über Rogoff. Castaneda und Jongwa hat jetzt Platz. Da kommt Danilo auch nicht hinterher. Der Konter. Und plötzlich ist Grudowski frei und hat die Chance, aufs 3:1 zu stellen. Und Unai Simon fährt die Pranke noch aus, den Fuß. Und verhindert ein wahrscheinlich sicheres Weiterkommen. Die Riesenchance hier 5 Minuten vor Schluss aufs 3:1 zu stellen. Jetzt Grealish, nochmal kommt er nicht durch. Oh, von Kaber. Aber es gibt Vorteil, Flanke kommt und Olise und Sinamoy. Was macht er denn? Dem glitscht der Ball so ein bisschen durch die Finger. Und Almugera Kaber, gut, kriegt noch die gelbe Karte, das war klar. Ich hatte da auch eher mit Rot gerechnet. Aber ich wollte ihn auffallen. Ich wollte den jetzt nicht schon wieder durchlaufen lassen. Und Sinamoy dann am Ende mit ein bisschen Glück. Aber das ist völlig egal. Egal wie er den Ball hält, Hauptsache er hält den Ball. Noch 4 Minuten. Dann haben wir es geschafft. Aber Achtung, Bayern kommt. Und kriegt den nächsten Eckball. Upamecano war's. Wieder Olise, der wird den wieder auf den kurzen Pfosten wahrscheinlich schlagen. So ist es auch. Da kommt Stones und Sinamoy. Gut, muss gar nicht ran, hat er gesehen. Den Bayern läuft die Zeit davon. Die Bayern stehen vorm Pokal aus. Vielleicht noch 2 Minuten mit ein bisschen Nachspielzeit, je nachdem. Und vielleicht ist das jetzt die entscheidende Chance. Grudowski, der Ball ins Viertelfinale. Das kann's. Oh, muss es jetzt sein. Aber er wird vorher aufgehalten. Aber es könnte auch so reichen. Noch 1 Minute. Die Bayern spielen hinten rum. Und so wird das nichts. So läuft die Zeit runter für uns und somit... Ah, aufgepasst. Olise kommt nochmal. Harry Kane wartet natürlich vorne. Olise ist die letzte Chance für die Bayern.
Olise gegen Chavez, der weiß nicht wohin. Oh, nee, zu einfach. Olise gegen alle. Achtung, Kane kommt. Kane ist da, aber wir sind auch da und das reicht. Sieg Nummer 2 in der Liga. Hat schon gereicht und auch im Pokal. Ein 2-1. Bringt uns ins Viertelfinale. Was für eine Schlacht, gerade zum Ende des Spiels. Mussten wir viel verteidigen. Wir hatten auch Glück. Sinamoy war 2-3 Mal richtig gut da. Vorne mit Paul Wanner und mit Jongwa 2 absolute Traumtore. Und unsere Reise im Pokal geht weiter ins Viertelfinale. Wahnsinnsspiel. Also das kleine Preußen Münster bäumt sich auf gegen den großen FC Bayern und schlägt ihn ein zweites Mal. Und wieder mit 2-1. Leverkusen gewinnt gegen Heidenheim. Leipzig gewinnt gegen Saarbrücken auch nur knapp. Also, das sind sie, die Viertelfinalgegner, die möglichen. Hoffenheim, Dortmund, Freiburg, Gladbach, Magdeburg, Leverkusen oder Leipzig. Über welchen Gegner führt unser Weg weiter Richtung Berlin? Wahnsinn. Die Bayern sind raus aus dem Pokal, sind in der Liga weiterhin hinter uns. Also die spielen eine sehr, sehr durchwachsene Saison, möchte ich mal sagen. Bei denen läuft es auch nicht immer ganz, aber haben natürlich trotzdem einen Kader mit individueller Qualität. Die hätte ich gerne bei Münster jetzt schon. Die würde ich wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Jahren hier auch bekommen. Na gut, also, blicken wir weiter voraus. Stuttgart, nächster Gegner. Die auch im 4-2-2-2. Demirovic Undav, auch eine gute Truppe. Mateusz Cunha, ja, ehemals Hertha. Mio, Munoz, Chabot in der Innenverteidigung. Haben die letzten 5 Spiele, davon 2 Siege, 2 Niederlagen, 1 Unentschieden, sind aber auf dem 14. Platz. Aber ist halt auch alles eng zusammen, ne? Ja gut, mit einem Sieg wären die auch wieder auf dem 11. Platz, also auch wieder im Mittelfeld. Die brauchen aber auch ein paar Punkte. Stand jetzt gegen den Abstieg. Und wir stehen auf Platz 4 eigentlich richtig gut. Die Eintracht nach wie vor auf Platz 1. Rahmt euch das ein. Wäre sehr, sehr geil. So, mal gucken, was gegen Stuttgart geht. Wird auch wieder sehr, sehr spannend. Wir haben auf jeden Fall die Bayern geschlagen. Mal gucken, ob denn die nächste Runde im DFB-Pokal schon ausgelost ist. Ich beantworte noch hier kurz die Fragen oder beziehungsweise die Aussagen. Dann schaue ich im Pokal vorbei. Das möchte ich auch auf jeden Fall. So, Viertelfinale ist zu Hause gegen Magdeburg. Man könnte meinen, das ist Losglück. Magdeburg Zweitligist, bin ich der Meinung. Leipzig, Dortmund, Hoffenheim, Leverkusen, Gladbach, Freiburg. Aber Heimspiel gegen Magdeburg. Ich will es nicht beschreien. Halbfinale ist definitiv möglich. Realistisch. Realistischer, als wenn wir jetzt in Leipzig gespielt hätten oder in Dortmund oder gegen Leverkusen. Aber gegen Magdeburg. Los, komm, aufbäumen. Noch 2 Siege, dann sind wir im Finale. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Feiert noch eine Runde. Nächstes Heimspiel gegen Stuttgart wird hoffentlich genauso erfolgreich. Macht's gut. Ciao, ciao.